Hier in Norwegen im Winter ist das Wetter unberechenbar. Man ist der Macht der Natur komplett ausgeliefert. Und wenn du das akzeptierst, dann wirst du vielleicht auch dafür belohnt. Wuhu! Geil. Gleich da rechts 3. Wir sind beide anders, wir müssen uns beide immer bewegen und wir sind beide immer motiviert für ein neues Abenteuer. Ich ready. Ich hab schon Bock. Ich war zum Bergsteigen eigentlich schon recht viel in der Ferne unterwegs. Für dieses Projekt wollten wir ein bisschen minimalistischer unterwegs sein. Ohne Flugzeug, einfach nur 2 Freundinnen, 2 Paar Ski, 2 Rucksäcke und dann halt schauen, was es wirklich braucht, um eine gute Zeit zu haben. Mein erster Gedanke war, boah, schon richtig weit und richtig lang da mit Zug und Bus aufzufahren. Liebe Gäste, gerade eben kam die Meldung, dass unser Zug leider ab Hannover ausfällt. Wir kommen da niemals rein mit unserem Zeug, gell? Viel Platz ist was anderes. Unser Plan ist es, den Jostedalsbreen, den größten Festlandsgletscher von Europa, in den nächsten 7 Tagen zu überqueren. Geduld zählt wohl eher nicht zu meinen Stärken. Ruhig sitzen, die 4 stillhalten, das kann ich einfach nicht. Und einmal nichts tun, fällt mir brutal schwer. Mit 47 Stopps wird circa jede halbe Stunde das Licht angehen. Schauen wir mal. Tipptopp ausgeschlafen, morgen um 6 in der Früh starten wir dann. 28 minutter over klokka 7 i morgen tidlig, så er vi da i framme i morgen klokka 10 på. Abenteuer ist im Prinzip immer irgendwas, was man nicht genau planen kann und wo man nicht genau weiß, was passiert. Und in dem Fall ist es auch so. Wir kennen den Gletscher nicht, wir kennen die Route nicht, wir kennen das Wetter nicht. Und genau das macht irgendwie Abenteuer aus, dass man einfach schon eine Idee hat, das natürlich plant, so gut wie es geht, aber dann einfach schaut, wie es kommt und das Beste draus macht. Dreh dich mal um. Nice. Schwer, aber okay. Ich freue mich Ja. auf den Schnee. Unsere Rucksäcke wiegen einfach über 20 Kilo und wir müssen alles, was wir auf dem Gletscher brauchen, auch mit hochtragen. Letzten Sommer bin ich bei meinen Eltern zu Hause am Kirschbaum geklettert, bin 8 Meter runtergefallen und habe mir dabei 2 Wirbel gebrochen. Das Ganze hat mich dann schon ziemlich zurückgehauen. Und deswegen bin ich ja jetzt echt einmal gespannt, wie viel mein Rücken mittlerweile in der Lage ist zu heben. Hi, is there snow all the way to the glacier? Yeah, pretty much. I would say about 90% snow and ice from here to the start of the glacier. 90% waren dann wohl doch eher optimistisch ausgedrückt. Dry Skiing. Aber es funktioniert. Macht schon auch Spaß. Bisschen im Buschwerk rumwühlen. Nur Liebe für den Ski. Ist hier ganz schön windig geworden. Die Hanna-Spur ist richtig gut. Mal schauen, wie lange wir jetzt noch gehen. Bei ein bisschen Wind ist es dann doch nicht geblieben.
Jetzt kommt es gleich rein, jetzt fliegt die Hütte weg und dann sind wir froh, dass wir Zelt haben. Also viel schlechter geht jetzt dann auch nicht mehr, gell? Jetzt haben wir Sturm und Vollregen. Nämlich Regen. So nicht Schneesturm, sondern Regen. Was gefährlich werden kann, ist, wenn es halt voll steil ist, oder? Ja. Und dass die man Böen halt von Gleichgewicht oben kommen ja. und wenn du Gleichgewicht verlierst in irgendeiner Querung, wie wir heute gehabt haben, ist nicht mehr lustig. Ja, keine Ahnung, schauen wir halt mal raus, einfach morgen früh und entscheiden dann, oder? Ja. Ist ja auch. Ja, ein bisschen stürmisch irgendwie. Der Wind ist stärker als ich. Ich glaube, wir gehen nochmal ins Bett. Nur ein paar Stunden schlafen. Über 100 km/h Wind heißt für uns einfach keine Chance, dass wir da weitergehen können. Also bleibt uns in dem Fall dann einfach nichts anderes übrig, als abzuwarten. Okay, komm. Ist so, ich habe eben auch gezogen. Ich bin wirklich eigentlich gar keine geduldige Person. Also wenn irgendwas dann mal nicht kommt, wie ich mir das halt vorgestellt oder geplant habe, dann fällt es mir da manchmal schon extrem schwer abzuwarten. Das ist halt echt Müll. Im Endeffekt ist da jetzt die Prognose für morgen um nichts besser als heute. Und danach weniger. Danach ein bisschen weniger, Böen bis 60. Aber probieren ist irgendwo schon auch gut, habe ich das Gefühl. Eh. Ja, hoffentlich wird es morgen besser. Bisschen ätzend, es fängt langsam an bei mir, dass ich keinen Bock mehr habe. Jetzt so. Wir wollen los. Wenn wir morgen loskommen, dann haben wir nur 4 Tage. Dann haben wir einen Tag. Den Lodalskörper, den können wir dann wahrscheinlich nicht machen. Ist halt mega schade, aber ist halt so. Dann Tag 2, 3 und 4. Und wenn wir dann einfach ein paar lange Tage machen, dann haben wir schon noch eine Chance, dass wir über den ganzen Jostedalsbreen einmal drüber kommen. Morgen scheint sicher die Sonne und die nächsten 4 Tage ist eigentlich auch voll gut angesagt. Von dem her wird ein super Trip noch nach dieser Hütte, nach 3 Tagen oder 3 Nächten in dieser Hütte. Doch nur früh. Fenster. Aber es ist ruhig, oder? Ja, kein Wind. Das ist geil. 3 days and 3 nights of sitting and waiting for the ice storms to pass until the glacier opens his arms for us today. Hannah und Hannah. Finally.
Nach 3 Tagen schlechtes Wetter aussitzen hat sich das Loslaufen einfach nur befreiend angefühlt. Wir haben so Glück. Und die Sonne scheint und könnte gar nicht besser sein. Das tut so gut, blauen Himmel zu sehen. Wow. Manchmal fühle ich mich so, wie wenn der Rucksack mit mir geht. Und nicht ich mit dem Rucksack. Schön anzusehen, schlecht drin zu stehen. Die größte Herausforderung, um auf den Gletscher zu kommen, ist einmal einen Weg durch den Bruch zu finden. Wie man sieht, sieht man nichts. Nichts. Alles weiß. Mitten auf dem Riesengletscher, komplettes Whiteout. Wir stehen jetzt gerade vor so einem Gletscherabbruch, wo wir eigentlich runterfahren sollten. Wie man sieht, ich sehe nicht einmal die Hand gescheit. Es ist irgendwie richtig unfein kalt. Deswegen hoffen wir, dass ganz bald die Sonne wieder rauskommt, dass das ein bisschen aufmacht. Einmal umgraben. Boah, fast schon 2 Stunden, dass wir hier sitzen. Eine Geduldsprobe. Die Wolken am Abfangen. Oh Mann, ey. Ja. Gestrandet am Gletscher. Geht schon. Aggressionsabbau, Hanna. Weg da, so ein bisschen weg. Ah, ich glaube, jetzt wird's perfekt. Jetzt wird die Traumabfahrt. Auf geht's. Naja, wurde dann doch noch besser. Da sind auch richtig schöne Schwünge drin, fast ein Arlbergteppich. Schon geil. Wenn man da schaut, wo wir da ganz hinten heute in der Früh bei der Hütte gestartet sind und wo wir jetzt sind. Ascent to Breniba. Und man sieht wieder gar nichts. Mal wieder im Whiteout. Au! Erster Gipfel. Wir sind jetzt auf dem Breniba. 2004 Meter Höhe. Ganz schön dünne Luft hier oben. Und man sieht eigentlich gar nichts, aber es fühlt sich super an. Auf diesem Breniba ist mein Stopper dann einfach nicht mehr rausgegangen beim Umbau auf den Abfahrtsmodus. Und ich habe halt den Ski trotzdem auf diese Kuppe gelegt. Ja, der ist dann ohne mich alleine losgefahren. Da war so eine Kante und dann ist der Ski halt über die Kante weggeschossen. Der muss jetzt da unten liegen und wir müssen der Spur folgen. Aber die Spur verlieren wird schon immer weniger durch den Wind jetzt. Oh mein Gott, da liegt er, oder? Fuck! Alter, da haben wir Maßen gehabt. Ich hatte so Angst. Wow. Der Ski, der ist dann einfach da gelegen. Also so, wie wenn ihn halt wer abgeschnallt hätte und da hingelegt. Also so kein Kratzer, keine Schramme, gar nichts. Alter, ich kann es gerade immer nur nicht glauben. Wow, wie der da oben jetzt gerade weggefallen ist. Ich hätte heulen können. Ich habe auch fast geheult. Jetzt suchen wir uns irgendwann für einen Biwakplatz und biwakieren da. Und morgen gehen wir einfach weiter.
Und auf 2 Skifahrt ist einfach gleich viel besser, gell? ...13 Stunden und 23 Minuten unterwegs. Und davon einige Zeit beim Warten im Whiteout. Mal schauen, was wir morgen machen, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall nicht um 4 Uhr aufstehen. Und jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh wow. Hier ist es schön. Es ist einfach Sonne. Ich glaube, das haben wir motiviert. Krass nach dem letzten Tag. Auf geht's, frühstücken und starten. He? So, jetzt gibt es nochmal von uns eine kurze Zeltführung, wie das bei uns da so ausschaut. Also es ist einmal eigentlich alles mit 2 fette Schlafsäcke ausgefüllt. Da sind die 10. Alles dahinter ist nur Stauraum für Material. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite, da befindet sich unsere Küche. Hier am besten unter freiem Himmel mit Abzug. Die Schale mit Resten. Hier ist unser Schneedepot. Becher haben wir auch. So schön. Man fühlt sich so klein auf so einem brutal weiten Weiß. Weil es einfach so ein winziger Punkt, der da entlang läuft. Nach den stressigen letzten Tagen werden wir jetzt endlich doch mit bestem Wetter belohnt. Man läuft halt den ganzen Tag im Flachen, aber es ist irgendwie echt beruhigend und schön. Brutal. Kaum geht man über einen Hügel drüber. Der unendliche Weiten an Weiß. Und zwischendurch auf unserem Weg haben wir dann einfach die herumstehenden Felszacken einmal nur mitgenommen. Geil. Auch wenn es da überall mega schön ist, darf man nicht vergessen, dass da einfach kein Fehler passieren darf. Bei einem Sturz oder bei einer Verletzung sind wir einfach komplett auf uns allein gestellt. Und die nächste Ortschaft ist einfach mega weit weg. Wenn man sich unsere Spur anschaut, glaubt man, wir sind ein bisschen angesoffen. Wir haben keine Abfahrten, deswegen bauen wir die Schwünge beim Gehen ein. Es ist einfach mega beeindruckend, auf so einer weiten, weißen Fläche zu stehen. Es ist ein richtiges Privileg, gerade in Zeiten vom Klimawandel, wenn es einfach nicht klar ist, dass die nächsten Generationen nach uns sowas auch noch erleben dürfen. Und da ist jetzt wieder ein bisschen windiger. Ich hoffe mal, dass unser Zelt die Nacht auch gut übersteht. Fingers crossed. Wird schon halten. Ah, schaut jetzt noch nicht nach einem klassischen Whiteout aus. Es ist immer zwischen Belohnung und Bestrafung, ne? Man wartet, man wird belohnt. Ja. Man sieht Polarlichter, man wird bestraft. So ein Hin und Her. Man kann sich einfach nicht gegen die Natur stellen. Wenn die Natur sagt nein, dann ist halt nein, gell? Morgen müssen wir auf jeden Fall vom Gletscher runter sein, damit wir den Bus nach Hause noch erwischen. Ich würde sagen, aus der Zeit in Norwegen habe ich gelernt, dass es sich manchmal wirklich lohnt, was auszusitzen und abzuwarten und eben nicht abzubrechen oder aufzugeben, weil man eben gerade dann oft was richtig Cooles erleben kann.
Es ist irgendwie auch ein richtig cooles Gefühl, wenn man 7 Tage unterwegs ist und weiß, dass alles, was man braucht, in dem Rucksack drinnen ist und man hat nicht mehr dabei und es funktioniert. Wieder geradeaus. Queren. Ideal. Komplett Übelst einseitige geil, ne? Belastung. Ungefähr 4 Kilometer links. Brutal. Linkes Gott sei Dank haben Bein. wir heute schon eine Querung gehabt mit rechts. Jetzt haben wir wieder halbwegs ausgeglichen. Oh mein Gott, Es schaut so schön aus. wie geil. Und auf einmal war es dann da, das Ende vom Gletscher und das erste Mal einfach wieder was anderes zu sehen als immer nur weiß. Schauen wir, dass wir da wegkommen. Was uns die Tour auf jeden Fall nochmal ziemlich eindrücklich gezeigt hat, ist die Mächtigkeit der Natur. Und wie machtlos man als einzelner kleiner Mensch da dagegen ist. Man ist auf so einer großen, weiten Gletscherfläche den Mächten der Natur einfach komplett ausgeliefert. Gut gemacht. Wir sind hier unten. Heute gibt's Polenta alla Bella Italia. Und hier ist richtig kuschelig warm. Wir schauen gerade auf den Fjellandsfjord runter und jetzt nicht mehr auf den Gletscher. Also haben wir jetzt den ganzen Jostedalsbreen-Gletscher überquert in den letzten 3 Tagen. Wir haben so mega viel erlebt in den letzten 7 Tagen. Es fühlt sich fast länger an, als es war. Und ich glaube, von den Eindrücken werden wir noch lang sehen. Schon irgendwie auch cool, wenn man so aus 7 Tagen Weiß und Schnee und Winter und kalt zurückkommt in irgendwie Frühling.